Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es leckeres Hähnchenschnitzel mit einer köstlichen Soße dazu. Und zwar werden wir dazu natürlich gesundes Fleisch von artgerecht gehaltenen Biotieren verwenden. Und die Panade dazu wird auf ketogene Weise hergestellt, sodass wir auch in diesem Rezept vollkommen auf Kohlenhydrate verzichten können. Denn eine gesunde ketogene, mindestens eine Low-Carb-Ernährung halte ich für die artgerechteste Form der Ernährung in der heutigen Zeit. Und wie man dieses leckere, gesunde Gericht herstellt, das zeige ich euch jetzt inshallah. Wir verwenden dazu Hähnchenbrust von Yusuf's Bio. Das ist natürlich teures Fleisch, aber von sehr hoher Qualität. Unsere Gesundheit sollte es uns wert sein, ausschließlich solch ein gesundes Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren zu essen, dann aber nur selten. Denn das billige Fleisch von kranken Tieren aus der Massentierhaltung macht uns ebenfalls krank. Wir unterteilen die Hähnchenbrust jetzt in mehrere dünne Scheiben. Für die Panade geben wir jetzt blanchiertes Mandelmehl hier in diesen Behälter. Dazu kommt etwas Bio-Kokosmehl und dann Flohsamenschalenpulver. Wir vermischen die 3 Zutaten kurz und dann werden wir die Gewürze vorbereiten. Jeweils ein Teelöffel Knoblauchpulver, Halitsalz, Kurkuma, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer und frisch gemahlener Koriander. Die Gewürze werden kurz miteinander vermischt. Die gleichen Gewürze auf dem zweiten Teller werden wir auch vermischen. Die Hälfte von diesem einen Teller geben wir dann zur Panade und die andere Hälfte zu der Eimischung nachher. Vorher jedoch geben wir erstmal die Hälfte dieses Bio-Parmesankäses in die Panade und die andere Hälfte zu den Eiern. Für die Eimischung sollten wir lieber 3 Bio-Eier verwenden. Als nächstes hacken wir erstmal frische Kräuter ganz klein. Das könnten zum Beispiel hier jetzt Basilikum und Petersilie sein. Man könnte auch Oreganum nehmen. Die Kräuter kommen dann erstmal zur Seite und dann werden wir die Hälfte der Gewürze zur Panade geben und die andere Hälfte zu den Eiern. Die andere Hälfte der Kräuter kommt zur Soße später. Wir vermischen jetzt die Panade nochmal mit den Gewürzen und ebenso verquirlen wir die Eier mit den Kräutern und den Gewürzen und dem Parmesankäse. Die beiden Behälter werden dann die Panierstraße abgeben. Den zweiten Teller mit den gleichen gemischten Gewürzen verwenden wir jetzt für das Fleisch, das jetzt von beiden Seiten damit eingestreut wird. Da wir die gleiche Gewürzmischung sowohl in der Panade als auch in der Eimischung drin haben, muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel Salz verwendet. Sobald das Fleisch jetzt von beiden Seiten gut gewürzt ist, kommt es jetzt zuallererst in die Panade und wird von beiden Seiten mehrere Male da reingetunkt, damit es richtig gut am Fleisch haften bleibt. Und sobald das der Fall ist, kommt das panierte Fleisch in die Eiermischung und wird dann auch in diese mehrere Male von beiden Seiten gut eingetaucht. Und kommt schlussendlich dann in die heiße Pfanne, die mit geschmolzenem Bio-Ghee auf das Fleisch wartet. Mein Video zum selber Herstellen von gesundem Bio-Ghee, das werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Wir verfahren dann mit allen Fleischstücken genau auf die gleiche Weise. Und dann werden diese köstlichen Schnitzel von beiden Seiten in der Pfanne in dem Ghee hier goldbraun angebraten. Zwar nicht auf großer, sondern auf mittlerer Flamme, damit das Fleisch auch gut von innen garen wird. Bei Biofleisch muss man immer bedenken, dass das Fleisch zäher ist und daher eine längere Garzeit benötigt. Den Rest der Eimischung benutze ich jetzt hier für die Soße. Da habe ich eben ein wenig von meinem natürlichen Antibiotikum reingegeben. Alternativ könnte man einfach Apfelessig geben. Etwas von meinem dampfdestillierten Wasser, die restlichen Kräuter, ein Viertel Teelöffel Johannisbrotkernmehl, der zur Sämigkeit der Soße später führen soll, und ein Viertel Teelöffel Koriander. Da ich das nach Gefühl gemacht habe, habe ich noch etwas mehr von meinem dampfdestillierten Wasser hinzugegeben und noch einen kleinen Teelöffel Gemüsebrühe in Bioqualität. Diese Mischung kommt später in die Pfanne, sobald die Schnitzel fertig gebraten sein werden, und daraus machen wir dann die Soße. Wir sehen jetzt, wie lecker diese Schnitzel aussehen. Sie sind jetzt eigentlich fertig und wir können sie jetzt einzeln aus der Pfanne entnehmen und auf einen Teller geben. Solch ein Fleisch von gesunden, artgerecht gehaltenen Tieren ist einfach etwas Herrliches. Einmal in der Woche kann man sich so etwas gönnen. Denn der Mensch isst ja, was er isst, und wir sollten uns angewöhnen, dass wir unserer Nahrung mehr Wert beimessen und entsprechend auch bereit sein sollten, mehr Geld für die Nahrung auszugeben, die uns ja gesund halten soll. Die Soßenmischung kommt jetzt hier in die Pfanne und wird kurz mitgebraten. Dazu geben wir noch einen Esslöffel Bio-Tomatenmark und je nach Konsistenz, Wunsch der Soße könnte man noch etwas mehr dampfdestilliertes Wasser hinzufügen, um sie etwas dünnflüssiger zu bekommen, wenn man das gerne möchte. Und dann könnte man diese leckeren Schnitzel mit dieser herrlichen Soße zusammen anrichten. Man könnte natürlich die Schnitzel auch allein essen, wie man das gerne mag.
Wir sehen, dass die Soße durch das Johannisbrotkernmehl relativ dickflüssig geworden ist. Ja, und damit haben wir wieder ein herrliches, gesundes, ketogenes Gericht gezaubert, welches wir mit gutem Gewissen konsumieren können. Denn Fleisch aus artgerechter Tierhaltung bietet zahlreiche gesundheitliche Vorteile gegenüber Fleisch aus industrieller Massentierhaltung. Bewegtes Fleisch aus Weidehaltung ist deutlich qualitativer als unbewegtes Fleisch aus Zuchtanlagen. Denn die Tiere fressen hochwertige Nahrung und haben daher eine bessere Zusammensetzung ihres Muskelfleisches. Und das schmeckt dann auch besser. Weidefleisch hat auch eine bessere Fettsäurezusammensetzung. So enthält es 5-mal mehr Omega-3-Fettsäuren als Fleisch aus Massentierhaltung. Auch sind größere Mengen an konjugierter Linolensäure enthalten, welche gesundheitsförderliche Effekte haben und präventiv gegen viele Krebsarten wirken können. Weidefleisch enthält mehr Proteine und die Qualität der kollagenen Strukturen ist höher, denn auch Kollagen wird am besten aus artgerechter Haltung gewonnen. Weidefleisch enthält auch mehr Vitamine und Mineralstoffe und natürlich weniger Schadstoffe, weshalb das Organfleisch bedenkenlos gegessen werden kann. Im Gegensatz zu Tieren, die in enger Massentierhaltung auf engstem Raum zusammenstehen, häufig sogar in ihren eigenen Exkrementen. Diese ständig kranken Tiere erhalten hohe Mengen an Antibiotika, die wir dann ebenfalls mit dem Fleisch mitessen. Es lohnt sich daher allemal, Fleisch nur selten zu essen, dann aber von gesunden, artgerecht gehaltenen Tieren. Ja, damit ist das Rezeptvideo beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.